Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo ThinkPad. Wir sind Kelatus Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein USB-C-Port nicht mehr funktioniert, kann das verschiedene Ursachen haben. Oft liegt es an verschlissenen Kontakten oder inneren Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen können. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es dazu führen, dass du deine Geräte nicht mehr aufladen oder Daten übertragen kannst. Das kann sehr frustrierend sein, besonders wenn du auf dein Laptop angewiesen bist. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge und Materialien. Du wirst einen kleinen Kreuzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Pinzette und eventuell einen Lötkolben benötigen, falls du die Anschlüsse neu verlöten musst. Zunächst öffnen wir dein Lenovo ThinkPad sicher. Achte darauf, dass du alle Schrauben gut aufbewahrst. Beginne mit dem Entfernen der Rückabdeckung. Das kann etwas Kraft erfordern, sei aber vorsichtig, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Wenn die Abdeckung entfernt ist, solltest du den USB-C-Port klar sehen können. Überprüfe, ob der Port beschädigt aussieht oder ob es lose Verbindungen gibt. Um den USB-C-Port auszubauen, musst du die Schrauben, die ihn halten, vorsichtig entfernen. Benutze deinen Kreuzschraubendreher und achte darauf, dass du die Schrauben nicht verlierst. Trenne nun vorsichtig die Kabel, die mit dem Port verbunden sind. Hier ist es wichtig, mit Bedacht vorzugehen, um die angrenzenden Komponenten nicht zu beschädigen. Wenn du den alten Port entfernt hast, nimm den neuen USB-C-Port und setze ihn an die gleiche Stelle. Achte darauf, dass alle Verbindungen richtig sitzen. Schraube ihn fest, aber übertreibe es nicht, um den Port nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatus dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Schließe nun die Rückabdeckung wieder an und befestige alle Schrauben. Überprüfe, ob der USB-C-Port jetzt funktioniert, indem du ihn testest. Wenn alles in Ordnung ist, hast du erfolgreich den Port gewechselt. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, stelle sicher, dass du deinen USB-C-Port regelmäßig reinigst und vorsichtig mit den Anschlüssen umgehst. Vermeide es, Kabel zu stark zu belasten oder zu verdrehen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatus holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.